Hi, ich bin Georgia, Kanalmanagerin bei SoulPancake. Heute sprechen wir darüber, wie man Ideen in fesselnde Geschichten oder Formate verwandelt. Das Brainstorming kann der schwierigste Teil des kreativen Prozesses sein. Es gibt so viele tolle Videos auf YouTube, dass man oft gar keine Ideen hat, wie man herausstechen kann. Das Tolle bei SoulPancake ist, immer wenn uns jemand darum bittet, Ideen für ein Video zu sammeln, versammeln wir uns alle in einem Raum und schreiben einfach alle Ideen, die uns einfallen, auf ein Whiteboard. Die Grenzen des Machbaren sind kein Thema, wenn wir erstmal Ideen in den Raum stellen. Wir versuchen zunächst, alle Ideen aufzuschreiben, wie verrückt sie auch sein mögen. Und wir haben wirklich sehr verrückte Ideen. Als nächstes muss man die Liste auf umsetzbare Ideen für Geschichten eingrenzen. Oft fallen einem beim Brainstorming wirklich die verrücktesten Sachen ein. Etwa eine LED-Tanzfläche zu bauen. Aber man hat weder Zugang zu einer LED-Tanzfläche noch das Geld, um eine zu bauen. In solchen Fällen arbeiten wir im Team zusammen und suchen kreative Lösungen. Man kann vielleicht keine LED-Tanzfläche bauen, aber eine Diskokugel beschaffen, die denselben Effekt erzielt. Wir rollen unsere verrückten Ideen von hinten auf. Wir wissen, was nicht geht und finden andere Möglichkeiten, etwas Besonderes zu schaffen. Dann wählen wir die Ideen aus, die uns am besten gefallen und heben sie hervor. Meistens sind es 3 oder 4 Ideen, die wir in Loglines ausarbeiten, also in 3 Sätzen zusammenfassen. Danach entscheiden wir, ob wir eine Idee weiter ausarbeiten wollen. Als nächstes geht es um die Entwicklung eurer Geschichte. Die Person oder Charaktere in euren Videos sind ein guter Ausgangspunkt für die Geschichte. Ich imitiere gerne andere Personen, aber viele halten mich nur für einen interessierten Affen, der macht, was sie wollen. Das nervt echt. Kannst du das als Colin Farrell sagen, bitte? Bitte? Sag, dass du mich klasse findest, aber mit Colin Farrells Stimme. Amber, du bist echt verdammt klasse. Oh mein Gott, ja! Und jetzt Matthew McConaughey. Wenn ich über einen Charakter nachdenke, überlege ich mir zuerst, was er möchte und warum er es nicht bekommt. Und wer diese Person ist, was sie einzigartig macht. Ist sie vielleicht sehr nervös und kann nicht stillsitzen? Was sind ihre Eigenarten, die sie wirklich menschlich machen? Die Geschichten, die sie erleben wird, sind meist mein Ausgangspunkt. Hierbei denke ich an einen Rocker. Vielleicht war er die ganze Nacht feiern oder tanzen oder etwas mit Stil, eine Maskerade. Für einen Ausdruckstanz würde ich die vielleicht tragen. Jemand, der sich verhüllen möchte, weil er vielleicht ängstlich ist, aber der auch Ausdruckstänzer ist. Das ist auf jeden Fall irgendein Vogel. Sieht ein bisschen böse aus. Es könnte an den Augen liegen, aber... Wir identifizieren uns mit Charakteren, deren Probleme uns bekannt vorkommen. Ihr müsst nicht sofort alles ausarbeiten. Überlegt, was in eurer Geschichte passiert, indem ihr das wichtigste Problem bestimmt, vor dem euer Charakter steht. Wie könnt ihr die Spannung hochhalten, während sich eure Geschichte entfaltet? Der Schlüssel liegt in einer Spannung zwischen den Zielen eines Charakters und seinem Weg dorthin, damit wir wissen, was als nächstes passiert. In der SoulPancake-Serie The Impression Guys spielen Jim und Ross 2 äußerst talentierte Impressionisten, die aber eigentlich viel lieber echte Theaterschauspieler wären. Leider bekommen sie nur Jobs als Impressionisten und müssen daher weitermachen. In der ersten Folge der Serie erarbeiten sie ein 12-Schritte-Programm, um ihren Job zu wechseln. Damit sind wir mitten im Geschehen und verstehen die Handlung. Eure Zuschauer können jederzeit wegklicken. Ihr müsst ihnen einen Grund geben, weiterzuschauen. Unsere erste Folge von Science of Happiness heißt Ein Experiment in Dankbarkeit. Die Idee dazu entstand, weil wir eine Serie über das Glücklichsein machen wollten, in der wir die Frage stellen, was Menschen glücklicher macht. Wir machten praktische Übungen in positiver Psychologie und luden Leute ein, um sie sozusagen zu testen. Sie sollten jemanden, dem sie dankbar sind, einen Brief schreiben. Interessant wurde es, als sie diese Person vor laufender Kamera anrufen sollten. Ich weiß ihre Nummer nicht auswendig. Echt schlimm. Ich weiß die Nummer meiner Mutter auch nicht. Hey, mein Liebling. Hey, wie geht's dir? Hast du kurz Zeit? Wo bist du? Im Hotel? Ja, ich bin im Hotel. Ist dir was zugestoßen? Nein, ich bin in so einer TV-Sendung und soll über die Person sprechen, die mich am stärksten beeinflusst hat. Das bist du. Aha. Und ich sollte dich anrufen. Oh, wie schön! Wir konnten den Zuschauern eine wirklich greifbare Erkenntnis mit auf den Weg geben. Sei dankbar, denn es macht dich glücklicher. Mit solchen überraschenden Wendungen entwickeln sich Geschichten interessant weiter. Die Personen wirken menschlich und die Zuschauer wollen mehr sehen.
Im letzten Teil geht es um die Anpassung eurer Geschichte an die Interessen der Zuschauer. Wir teilen Videos aus verschiedenen Gründen. Meistens, weil wir durch sie etwas empfinden oder etwas Neues lernen. Ein Video kann uns zum Lachen oder Weinen bringen oder uns schockieren. Wer sind eure Zuschauer? Würden sie sich das Video ansehen? Würden sie sich das ganze Video ansehen und es dann teilen? Vergesst nicht, dass vertraute Gesichter der beste Bezugspunkt für eure Zuschauer sind. Führt ihr einen neuen Charakter ein, stellt ihn in einen Zusammenhang. Testet neue Ideen bei euren Zuschauern, um sie bei der Stange zu halten und eine Community zu euren Videos aufzubauen. Nachdem an eure Zuschauer gedacht ist, müsst ihr eure Geschichte auch selbst gerne in einem Video erzählen wollen. Ein Video zu machen erfordert viel Zeit und Geduld, sowie Begeisterung für den Produktionsprozess. Mehr Infos dazu, wie ihr aus eurer Geschichte ein tolles Video macht, findet ihr in den Creator Academy Videos hier. Und mehr Videos von SoulPancake gibt es hier. Danke fürs Zuschauen.